Wet Thumping oder wie man einen britischen Klassiker nach ein paar Wochen Stillstand wieder in Betrieb nehmen sollte. Nach längerer Zeit ist wieder schönes Wetter am Wochenende und Oskar möchte mit der Norton zum Oldtimer-Treffen fahren. Die Batterie ist weitgehend voll geladen, also kann es doch losgehen, oder? Motorradfahrer moderner Maschinen ziehen sich jetzt ihre Motorradkluft an, setzen den Helm auf und starten die Maschine. Aber nicht so bei einem klassischen Engländer. Zunächst mal haben über 40 Jahre alte Motorräder noch keine schlauchlosen Reifen. Durch ihre Schläuche diffundiert regelmäßig Luft nach außen, das heißt, sie verlieren jede Woche mindestens 1-2 Zehntel Bar an Druck, selbst wenn der Schlauch neu und in Ordnung ist. Deshalb holen wir die Pumpe raus und stellen den richtigen Reifendruck wieder ein. Jetzt schauen wir nach dem Ölstand. Oh, der ist weit unter Minimum. Aber keine Sorge, Oskar kennt seine Norton. Sie hat keinen Motorschaden, bei dem sie viel Öl verbrennen würde. Sie verliert auch kein Öl über Undichtigkeiten, wie dies bei klassischen Motorrädern nicht ungewöhnlich wäre. Nein, der Grund für den niedrigen Ölstand im Öltank ist das Wet Thumping, wie es die Briten nennen. Es hat seine Ursache in der sogenannten Trockensumpfschmierung, die viele klassische britische Motorräder gemeinsam haben. Bei dieser Trockensumpfschmierung wird das Motoröl von einem separaten Öltank aus mit Druck direkt an die Schmierstellen des Motors gepumpt, läuft von dort drucklos nach unten und sammelt sich im Kurbelgehäuse. Eine zweite Ölpumpe fördert es von dort wieder zurück nach oben in den Öltank. Das Getriebe und auch der Primärantrieb mit der Kupplung haben getrennt davon ihr eigenes Öl, das nicht mit dem Motoröl in Berührung kommt. Beim Wet Thumping der Trockensumpfschmierung kann aber leider bei längeren Stillstandszeiten das Motoröl vom Öltank langsam über die Ölpumpe und ihr Ölrückhalteventil in das Kurbelgehäuse des Motors sickern. Wenn aber zu viel Öl aus dem Öltank ins Kurbelhaus gesickert ist, würde bei einem Motorstart die Ölpumpe erstmal kein Öl aus dem Tank bekommen können, um die Schmierstellen direkt zu versorgen. Es wird kein Öldruck in den Leitungen zu den Schmierstellen aufgebaut. Die Lagerstellen laufen trocken und der Motor würde massiv geschädigt. Gleichzeitig ist aber viel zu viel Öl im Kurbelhaus, wo es uns nichts nützt und es keinen ausreichenden Platz dafür gibt. Beim Motorstart würde dann dort durch immense Puncharbeit ein hoher Druck im Inneren entstehen, der das schaumig geschlagene Öl überall herauspressen will. Wer also keine Motorschäden durch Mangelschmierung in den ersten Minuten nach dem Motorstart riskieren möchte und Ölaustritt über die Kurbelgehäuseentlüftung und alle möglichen Motordichtungen vermeiden will, der sollte das Öl im Kurbelgehäuse vor dem Start ablassen, den Öltank damit wieder auffüllen und dann erst die Maschine starten. Der Öldruck wird dann unmittelbar von der Ölpumpe aufgebaut, der Motor bleibt dicht und nimmt keinen Schaden. Eine alte englische Lady wie Oskars Norton Kommando will eben angemessen sorgfältig behandelt werden, wenn sie zuverlässig sein soll. Natürlich gibt es genauso zahlreiche wie in der Szene umstrittene Methoden, wie man dieses Wet Thumping verhindern kann. Oskar möchte, dass ich ein Absperrventil in der Zuleitung zur Ölpumpe einbaue, das mit einem elektrischen Schalter für die Zündungsunterbrechung gekoppelt ist. Sollte ich dann mal in meiner Schusseligkeit vergessen, den Ölabsperrhahn zu öffnen, startet der Motor erst gar nicht. Das beruhigt Oskar. Bei der technisch einfacheren Nasssumpfschmierung der meisten modernen und vieler alter Motorräder gibt es keinen separaten Öltank.
Hier steht das Öl einfach immer im Kurbelgehäuse und oft auch im Getriebegehäuse, und der Ölstand von Motor und Getriebe kann zum Beispiel einfach an einem Schauglas im Gehäusedeckel abgelesen werden. Hier gibt es keine Probleme mit Wet Sumping, weil der Sumpf, also das untere Kurbelgehäuse, immer nass, also voller Öl ist. Die Kurbelwelle panscht dabei im Öl und schleudert es relativ unkontrolliert im Motorraum herum und sorgt so schon für einen großen Teil der Motorschmierung. Eine einzelne, kleinere Ölpumpe versorgt dann die so nicht erreichbaren Schmierstellen. Es ist offensichtlich, dass die technisch aufwendigere Trockensumpfschmierung der Norton, Triumph und BSA-Bikes mit ihrem separaten Öltank und 2 Ölpumpen die weitaus bessere Lösung für Hochleistungsmotoren darstellt und selbst mit dem Nachteil des Wet Sumping ein besonderes Qualitätsmerkmal der klassischen britischen Motorräder bildet. Oskar weiß das natürlich und behält den Öldruckmesser immer im wachsamen Hundeauge, wenn die Maschine angelassen wird.